In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr modulare Bases für euer Tabletop-Gelände baut. Denn auch wenn kleinere Geländestücke wie zum Beispiel einzelne Mauern nicht unbedingt eine Base benötigen, sind solche Mauern meistens doch recht leicht und können daher beim Spielen ebenso leicht verrutschen. Schon deshalb sind mit Sand und Steinchen gestaltete Bases durchaus sinnvoll. Und noch besser ist, wenn die Bases obendrein modular designt und sich auch noch platzsparend verstauen lassen. Und wie all das geht, erkläre ich euch in den folgenden Minuten und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Alles begann damit, dass sich ein Freund diesen Der Herr der Ringe Bausatz gekauft und bei mir zusammengebaut hatte. Das Set stammt übrigens aus dem Jahr 2003 und hieß damals Ruinen von Osgiliath. Mittlerweile ist es unter Ruinen von Mittelerde zu finden. Allerdings nur bei Games Workshop, denn es ist ein Mail-Order-Only-Set. Aber da Games Workshop ab 29 € versandkostenfrei verschickt, bekommt man es für die angegebenen 35 €. Und so hatte es dann auch seinen Weg zu mir gefunden. Ich denke, über den Preis kann man auch nicht wirklich meckern. Einzig, dass diese Bodenplatte nicht ganz an die Frontmauer passte und etwas abgeschliffen werden musste, ist ein kleiner Schönheitsfehler. Ein paar Lücken musste man zwar auch füllen, aber für einen 19 Jahre alten und nicht 3D-designten Bausatz ist das meiner Meinung nach völlig okay. So, und nun kommen wir zu dem eigentlichen Thema dieses Videos. Wie gesagt, man muss solche Geländestücke natürlich nicht zwingend auf Bases setzen. Aber Plastik ist nun mal sehr leicht und verrutscht daher gerne beim Spielen. Außerdem möchte ich das Gelände platzsparend in einer IKEA-Kiste verstauen. Entsprechend dürfen die Bases auch nicht zu groß sein. Ermitteln wir also erstmal die Innenmaße der Kiste. Die lassen sich ganz leicht mit zwei Pappstückchen herausfinden. Legt die Stücke einfach entlang einer Kante hinein, haltet sie dann zusammen und nehmt sie wieder heraus. Schon habt ihr das genaue Längenmaß. Zieht dann gerne 0,5 cm als Toleranz ab, damit später wirklich alles locker hineinpasst. Abzüglich der 0,5 cm Toleranz steht mir am Boden eine Fläche von 31 x 22,5 cm zur Verfügung. Die drei Mauern aus dem Ruinenset können daher auf drei Bases gesetzt werden, die zusammengeschoben eine Fläche von 31 x 22,5 cm ergeben. Aber wenn man die beiden kleineren Bases nun dreht und anders an die große Base mit der Frontmauer stellt, ergibt sich eine unschöne Lücke. Aber kein Problem, die Lücke lässt sich natürlich mit einer L-förmigen Base auffüllen. Und um das ganze Set noch modularer zu machen, kann man ja auch noch eine weitere Base zwischen die oberen und der großen unteren Base setzen. Ich zeige es euch mal mit dem Bausatz. Das hier wäre die einfache Anordnung, bei der jedes Ruinenstück auf einer eigenen Base steht. Hier das nächste Layout, bei dem die Eckstücke gedreht sind und eine L-förmige Base die Lücke auffüllt. Und hier noch die Anordnung mit einer zusätzlichen Base oberhalb der Frontmauer. Man braucht also 5 Bases, die sich fast mühelos aus einer 3 mm dünnen MDF-Platte zurechtsägen lassen. MDF bekommt ihr im Baumarkt, wo ihr Zuschnitte ab 10 cm Kantenlänge sogar direkt anfertigen lassen könnt. Das L-Stück bekommt ihr dort natürlich nicht zugesägt, aber mit einer kleinen Japan- oder Modellbausäge ist es wirklich keine große Sache. Und wer Angst hat, dabei schief zu sägen, kann sich aus einer Holzleiste und 2 Klemmen ganz einfach eine Führung basteln. 3 mm dünnes MDF lässt sich sogar einigermaßen passabel mit einem Cutter durchtrennen, aber eine Säge ist die deutlich bessere Wahl. Allerdings habt ihr beim Sägen auch immer ein klein wenig Materialverlust. Durch den Zuschnitt der 2 kleinen und der L-förmigen Base haben die beiden breiten Bases nun ein paar Millimeter Überstand. Der muss entsprechend abgeschnitten werden, damit alle Bases perfekt aneinander passen. Ist das erledigt, markiert auf allen Bases die Außenkanten. Denn sämtliche Bases sollen selbstverständlich nach außen hin schräg nach unten auslaufen und nicht durch eine 3 mm hohe Kante unschön auffallen. Schneidet oder raspelt die Kanten dann schräg ab und rundet dabei auch die 4 äußeren Ecken ab. So, und das war's auch schon. Nun wisst ihr, wie ihr für euer Gelände modulare Bases plant, um es in verschiedenen Varianten aufstellen zu können. Die weitere Gestaltung und Bemalung meines Ruinensets zeige ich euch kommenden Freitag in einem gesonderten TWS-Video. Bis dahin viel Spaß beim Planen und Zuschneiden eurer Bases. Die Maße meiner Bases findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Wir sehen uns also nächsten Freitag. Bis dann!